Nun könnte das nächste Talent zum FCM kommen. Ja, es ist wieder soweit. Die gute alte Talente-Schmiede des FCMs könnte wieder mal aufrichtig verbessert werden. Vor allem das ist machbar durch den Aufstieg in die gute alte Regionalliga, die natürlich sehr, sehr wettbewerbsstark ist, schon im Gegensatz zur Oberliga. Und damit könnte Yasin Zor vom FCK, eines der größten Zweitliga- bzw. Zweitmannschaftstalente, zum FCM kommen. Die Zeichen stehen bei Yasin Zor klar auf Abschied. Warum so viele Clubs ihn auch haben wollen, das erkläre ich euch heute hier. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig supporten, so wie immer. Ab 99 kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Ja, Yasin Zor. Bestimmt ein Name, der kaum jemand was sagen wird, aber er ist grundsätzlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Es sind mehrere Clubs an ihm interessiert, jedoch wollte auch Kaiserslautern mit ihm einen Profivertrag abschließen, waren da lange in den Verhandlungen, jedoch kam man bis jetzt noch nicht zu einem Entschluss, was man genau macht, und die Vertragsgespräche sind sehr die Vertragsgespräche sind ziemlich stockend und haben aktuell keine weiteren positiven Verläufe bei Yasin Zor. Somit wird er sehr wahrscheinlich den Verein ablösefrei verlassen und könnte nun bei einem anderen Top-Verein definitiv den nächsten großen Schritt gehen. Ja, mehrere Clubs sind interessiert. Da können wir unter anderem Eintracht Frankfurt, Köln oder auch Borussia Mönchengladbach nennen. Zudem sind wir auch ein klares Team, was ihn haben möchte bzw. interessant findet. Erstmal das ist der große Punkt. Auch Sandhausen soll an ihm dran sein. Also ein Regionalligist, wo er direkt spielen könnte, Stamm. Auch das ist natürlich interessant für die Zukunft von ihm. Er muss sich jetzt natürlich entscheiden. Auch bei Sandhausen ist Olaf Jansen, der ein guter Talenteentwickler ist. Hat man auch zuletzt bei Said El Maler gesehen. Von den grundsätzlichen Bedingungen her glaube ich aber, dass wir eine gute Chance haben. Natürlich haben wir starke Konkurrenten mit einer Frankfurt, Köln oder auch Gladbach. Jedoch muss er auch realistisch sehen, wir sind das Zweitligateam und wir spielen zwar keine erste Liga, aber da hat er auch mehr Chancen, dann überhaupt in die Mannschaft reinzurutschen. Könnte sich aber natürlich dann, wenn er sich sehr stark entwickelt, direkt für die erste Liga empfehlen. Aber das kann er auch über Umwege dann beim FCM machen und wäre da auf einem sicheren Weg. Der sicherste Weg für ihn, wenn er weiß, okay, es wird schwierig, wäre natürlich Sandhausen über die Regionalliga sich zu empfehlen für die dritte, zweite Liga. Da wird aber der Weg nach ganz oben am schwierigsten. Also wäre theoretisch ein Weg über den FCM, über die Zweitmannschaft, Regionalliga-Förderung, dann irgendwann in die zweite Liga hochzusteigen, der beste Weg eigentlich, um eine große Karriere zu erreichen für ihn. Wenn er den etwas längeren Weg gehen will. Wie gesagt, erste Bundesliga-Teams wären auch möglich, aber da hat er halt den schwierigsten Weg. Da kommt es dann auf die Selbstüberzeugung an und die wird er definitiv haben. Ich glaube, er schätzt sich selbst als einen guten Spieler ein. Warum? Ganz einfach erklärt. Er hat in 33 Spielen in der Oberliga mit Kaiserslautern 2 16 Tore geschossen und 20 Vorlagen gemacht. In der Aufstiegsrunde haben sie dann aber 6-0 gegen Friedberg verloren. Und das ist ein eindeutiges Ding. Insgesamt in 35 Spielen dann natürlich nur 36 Score, im Anführungszeichen dann nur. Wirklich eine unglaubliche Saison gespielt, eine einzigartige Saison und ein klarer Regionalspieler damit auch, der ablösefrei zu haben. Hier muss man dann aber auch sagen, er kann genau das, was der FCM eigentlich immer gerne fördert, nämlich fast überall spielen. Er spielt gerne rechts aus, kann aber auch links außen spielen und auch ZOM, also zentrales offensives Mittelfeld. Ist damit also wieder ein ähnlicher Spielertyp wie Mohamed Erhan Khoury und auch das passt zu ihm. Er hat die Rücknummer 11. Ja, ist auch mit 19 Jahren natürlich noch ein Top-Talent. Auch das muss man klar sagen. Und ist deswegen nicht ohne Grund eines der Talente, die aktuell sehr viel gescoutet werden. Marktwert hat er noch nicht, aber ich denke mal, der wird auch bald folgen. Aktuelle Gerüchte, wenn wir da auf Transfermarkt gucken wollen, sind wir aktuell der einzige Verein mit dem Wechselwahrscheinlichkeitswert von 34%. Auch das ist aktuell noch steigend. Da ich das Video ein paar Tage vorher aufnehme, zu dem Zeitpunkt, wo ich es veröffentliche, könnte sich bis dahin auch was geändert haben. Das ist ganz wichtig zu sagen. Oder könnte auch schon gewechselt sein, damit aber das Video sehr wahrscheinlich nicht erscheinen.
Eins ist klar, Kaiserslautern wird ihn sehr wahrscheinlich nicht halten können, wenn sie nicht langsam in die Wege kommen, ihn einen guten Deal anzubieten. Dann wird er sehr wahrscheinlich zu irgendeinem Top-Team wechseln und das wird dann natürlich sehr schmerzhaft für Kaiserslautern, wenn sie dann gegen ihn irgendwann treffen und auch Dinger kassieren, weil sie dann einfach den Fehler gemacht haben und nicht ihn holen wollten. Zudem war auch Türkei U19-Spieler, ist in Deutschland geboren, hat sich für die Türkei entschieden, auch ein kluger Schritt an dieser Stelle, weil er da natürlich einfacher in die Nationalmannschaft kommt, weil die Türkei eine mittlerweile wirklich nur noch etwas schwächere Jugend hat als wir und damit auch natürlich klar im Fokus steht, was Mannschaften angeht. Auch einen interessanten Karrierelaufweg hat er bis jetzt. Kam über die Karlsruhe Jugend nach oben zu Mannheim, hat da bis zur U17 gespielt und dann ist er nach Kaiserslautern gewechselt. Also auch ein sehr, sehr interessanter, sympathischer Wechsel untereinander. Und nun spielt er für Kaiserslautern 2, hat sich da hochgearbeitet von U17 bis U19 und dann auch in die U23 hat es gepackt. Ja, ob er ein Spieler für uns als direkte Hilfe ist, das können wir, glaube ich, klar beantworten mit dem Nein. Er wird keine direkte Hilfe sein, wenn er kommen sollte. Er wird keine Einjahreshilfe sein. Da bin ich mir auch sehr sicher. Wenn, er wird dann einen langen Vertrag unterschreiben müssen, wenn er beim FCM bleiben will. Vielleicht kann man dann auch mit Laien arbeiten. Im ersten Jahr kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass er für die U23 spielt. Wenn natürlich seine Entwicklung sehr, sehr stark ist, wird er direkt in die Zweitmannschaft springen. In die Erstmannschaft, in die zweite Liga. Wenn das aber noch nicht so sein sollte, er aber gute Leistungen zeigt, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass er dann ausgeliehen wird zu einem Drittligateam, wenn man sich in der zweiten Liga natürlich dann hält. Aber davon können wir aktuell, denke ich mal, ausgehen, weil man einen guten Kader zusammen hat und da auch niemand den Verein verlassen soll. Aktuell ist die Konkurrenz gar nicht mal so stark auf seiner Position. Da hat man nämlich kaum was geholt, beziehungsweise bis jetzt noch gar nichts geholt. Mal schauen, was da noch kommt. Vielleicht wird der Mädchen noch verlängern. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt kann ich das noch nicht wissen, leider. Weil ich aktuell vorproduzieren muss. Eure Meinung würde mich sehr zu ihm interessieren. Persönlich würde ich es nicht verstehen, wenn er direkt einen Profivertrag bekommt. Auch das gleiche wie bei Nick Meyer. Jedoch auch, muss man sagen, wird der Kader ein bisschen interessant, wenn wir immer weiter junge Talente holen. Die müssen sich durchsetzen, sonst wird es auch für den FCM hart, da noch weitere Spieler zu holen. Natürlich kommt es so günstiger. Man muss auch sparen für neue Stadion, Trainingsplätze und so weiter. Auch das ist ein klares Thema beim FCM. Also die Kohle wächst definitiv da nicht an Bäumen. Leider aktuell. Dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und damit ciao Leute.